Mein Name ist Jan Kronenbrock, ich bin erster Kapellmeister hier am Haus und ich habe die musikalische Leitung bei der Ballettproduktion. Das ist jetzt meine erste Ballettpremiere, die ich dirigiere. Ich habe ansonsten Ballett häufiger nachdirigiert. Sehr viel, vor allem Nussknacker, sowohl vor, ich glaube, 10 Jahren in der Produktion hier in Nürnberg, wie auch dann in Darmstadt und Wiesbaden. Ja, mir hat das immer sehr, sehr viel Freude gemacht. Aber jetzt in der Entwicklung dabei zu sein, ist eine neue, schöne Herausforderung für mich. If there is potential to create change in our art form, in our society, it lies in our ability to be able to examine our own past, our own history. So I chose to have this series, New Ballet Russe, very much with that in mind, that we want to embrace and examine cultural artifacts and see what our relationship is like to them today, and perhaps maybe to unleash some kind of power that is latent inside of those artworks that have entered so deeply into our canon, cultural canon. And that means that we're always needing to be working in opposition to something. Ironically, sometimes working conventionally, accepting conventions such as narrative in ballet is a radical departure from what we've already done. Der Abend ist ja zweigeteilt. Vor der Pause spielen wir Petruschka. Das Orchester passt so gerade in den Orchestergraben rein. Und nach der Pause Pulcinella. Und da gibt es einen riesigen Orchesterumbau, weil die Sitzordnung ganz anders sein muss. Zum einen ist es kleiner besetzt, aber es gibt bei den Streichern eben 5 solistische Pulte und dahinter die Tutti-Spieler, sodass man einfach eine ganz andere Ordnung im Orchestergraben schaffen muss. Und auch die Bläser das ist alles viel kleiner besetzt, es fühlt sich viel solistischer an und ich nehme an, in dem Nebeneinander, dass man erst das volle Orchester in Petruschka hört und dann eben doch ein Stravinsky-Kammerorchester für Pulcinella, weil er es so geschrieben hat, dass sich das sicherlich konzentrierter anfühlt, vielleicht lebendiger. Petruschka ist natürlich auch lebendig, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir mit Pulcinella den Zuhörer noch mehr zu uns ziehen können, vielleicht. It seems to me that the starting point are these compositions, not necessarily the costumes or the choreography or the set or the lighting or any of the other aspects of the original production. Als Stravinsky das Ballett entwickelt hat, konnte er natürlich Rücksprache halten mit der Choreografie und die konnten auch durchaus einwirken und Ideen und Wünsche äußern. Heutzutage haben wir eine fertige Partitur und wir spielen wirklich die ganze Ballettmusik zu Petruschka und der Richard Sigge entwickelt die Choreografie auf diese Musik. The integrity of the compositions of Stravinsky, that remains stable. Everything else around it is open for change and for question, for exposure to the time that we're living in. And so in that sense, I think we're making very contemporary work, but stemming from what has become a modern classic. Petrushka is more, let's say, fidelitous to the original story that was written to go together with that music. And when I first heard the music, without knowing the story, I heard it in a very different way. But as soon as I knew what the story was, I couldn't unhear that story in the music. So despite the fact that I had ideas about how to resist the narrative, I ended up choreographing that narrative in my own way. With Pulcinella, it's something very different. Pulcinella is based on stock characters from Commedia dell'arte. And so these narratives were always evolving around the needs of the authors and the theater makers that were using them. The characters are stable as archetypes, but the situations that happen between them, I think, were always rather fluid. So I think I'm kind of working within the traditions of the Commedia dell'arte in that sense. Zu diesem Punkt mit der Modernität und wie sich vielleicht auch Traditionen verändert haben, denke ich vor allem an Pulcinella. Denn da hat Stravinsky ja barocke Musikvorlagen genommen und
orchestriert für die Orchesterbesetzung, die ihm vorgeschwebt ist und da auch dann Strawinsky draus gemacht durch Taktwechsel und so etwas wie falsche Noteneinfügung. Man erkennt aber immer diese Barockmusik und das finde ich interessant, dass man schon merkt, das ist der Blick eines Musikers aus der Zeit von Strawinsky auf Barockmusik. Und ich glaube, da haben wir uns heute wirklich sehr verändert, denn natürlich hat jeder Musikschaffende professionell heutzutage auch Berührung gehabt mit dem, was wir so historische Aufführungspraxis nennen. Und ich finde, das können wir nicht ausschalten und das will ich auch nicht, dass wir das versuchen wegzudenken. Und ich bilde mir ein und hoffe, dass wir dadurch vielleicht bei Pulcinella in den Momenten, wo es sich besonders barock anfühlt, manchmal vielleicht eine noch lebendigere Spielart finden können. Viele Leute diese Musik kennen, schätzen und lieben, die es aber vielleicht noch nicht mit Ballett zusammen gesehen haben. Und da freue ich mich, dass wir das anbieten, das eben wieder eigentlich in eine Art von Originalgestalt zusammenzuführen. They can expect a radically different kind of evening than the one that they saw if they came to see Noise Signal Silence, aesthetically. But I think what remains constant between those two evenings is the quality of the dancing, the seriousness, which we take our roles as art makers here in Nuremberg, and our relationship with the public and the desire to create a healthy discourse within the public about subjects that we think are important.